Liebe Community, in diesem Video möchte ich Ihnen detaillierter über meine infantile Zerebralparese erzählen. Ich habe eine zerebrale Bewegungsstörung mit einer ausgeprägten Tetraspastik. Dadurch bin ich nicht in der Lage, ohne fremde Hände andere Menschen zu überleben. Meine Assistenten, früher meine Eltern, ersetzten und ersetzen mir die Hände und Beine. Ich komme zum Beispiel nicht alleine aus meinem Bett. Man muss mir auch das Essen eingeben. Jeden Tag bin ich von meinen Mitmenschen abhängig. Mein Gehirn ist nicht imstande, meinem Körper präzise Signale zu senden, dass er ohne fremde Hände überleben kann. Mir ist es auch nicht möglich, selbst meine Nase zu putzen, wenn sie läuft. Sie kann da etwas, was ich nicht kann. Ich bewege mich ständig, nur wenn ich schlafe, kommt mein Körper zur Ruhe. Im Schlaf bewege ich mich wie jeder andere. Durch meine Spastik ist es mir unmöglich, auf Kommando zu entspannen bzw. stillzuhalten. Dies ist für Außenstehende, Menschen, die keine Spastik haben, nicht nachvollziehbar. Wenn mir jemand zum Beispiel eine Pistole an den Kopf hielte und sagen würde, keine Bewegung oder ich schieße, könnte ich, wenn ich es verständlich rausbrächte, sagen, du kannst mich gleich erschießen, ich kann nicht stillhalten. Ich hatte mal einen Traum. In diesem Traum kam ein Mann mit einem Maschinengewehr in die Straßenbahn und schoss auf jeden, auch auf mich. Die anderen blieben leblos liegen, da sie vermutlich verletzt oder tot waren. Aber ich zappelte weiter. Der Mann hielt wieder auf mich drauf. Ich zappelte weiter. Ich bemühte mich stillzuhalten, dass er denkt, ich wäre tot. Vergebens. Ich zappelte noch stärker. Er hielt nochmals auf mich drauf und verschwand. Dann wachte ich auf. Wenn ich beim Arzt bin und er möchte mir Blut abnehmen, müssen 2 bis 3 Personen meinen Arm festhalten, damit der Arzt die Vene mit der Nadel trifft, weil ich den Arm nicht ruhig halten kann. Ich habe keine Angst vor der Nadel. Ich bemühe mich, dass ich stillhalte. Aber je mehr ich stillhalten möchte, desto mehr bewege ich mich. Das ist so, als würde jemand anderes meinen Arm kontrollieren und er will nicht, dass ich ruhig halte. Wenn ich nicht mal in meinem Traum in der Lage bin, ganz still zu liegen, wie sollte ich es erst auf einer schmalen Liege schaffen, etwa beim Röntgen? Spastiker haben eine ungeheure Kraft, wenn der Spasmus einsetzt. Das ist kaum vorstellbar, welche Kräfte ein Körper haben kann. Es gibt kein Halten. Ich habe dadurch schon einige Gurte gesprengt. Meine Mutter hatte oft Probleme, mir ein Oberteil anzuziehen, wenn ich meinen Arm wegen der Spastik nicht ausstrecken konnte. Sie musste sich oft sehr anstrengen, damit sie das T-Shirt über meinen Ellenbogen brachte, auch als ich noch ein Jugendlicher war. Manchmal ist es so, als hätte jemand an mir unsichtbare Fäden angebracht und zieht immer daran, wenn ich stillhalten und entspannen sollte. Dies ist äußerst frustrierend. Fremde Personen, die noch nie mit solch einem Behinderungsbild zu tun hatten, sind damit total überfordert und können es nicht verstehen, wieso ich nicht einfach stillhalte und locker lasse. Wenn auf mich eingeredet wird, dass ich bitte stillhalten soll, ist dies so, als ob man Öl ins Feuer gießt. Der gut gemeinte Rat verschlechtert die ganze Situation. Ich verkrampfe und zapple noch mehr. Mein Puppenspieler zieht alle Fäden, die er ziehen kann. Dies ist für mich und meine fremden Hände äußerst anstrengend. Danach bin ich völlig durchgeschwitzt. Jeder andere, der diese Anstrengung nicht gewohnt ist, wäre vermutlich für einige Zeit außer Gefecht. Durch diese ständigen Kontraktionen meiner Muskeln sind diese sehr trainiert. Man könnte sagen, ich trainiere jeden Tag etwa 16 Stunden. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie mehr über mein Leben erfahren wollen, hinterlassen Sie mir einen Daumen hoch.